Was hat der Seelenweg und das Folgen von Seelenimpulsen mit einem erfüllten Leben zu tun? Und vor allem, wie schaut das aus? In diesem Video teile ich meine Geschichte mit dir, denn ich komme aus einer Welt, die alles Nicht-Sichtbare negiert und sich damit selbst peinigt. Seit Jahren folge ich jetzt schon meinen Seelenimpulsen und das hat mein Leben komplett verändert. Hi, ich bin Martina, Gründerin von Expansion Beyond, und auf diesem Kanal gebe ich dir alltagstaugliche Perspektiven, Tipps und Anleitungen mit, damit auch du dir ein erfülltes Leben in Co-Creation mit Gott erschaffen kannst. Ich komme aus einer Familie, die weder gläubig noch irgendwie spirituell ist, und ich habe als Kind dann ein paar Jahre lang ministriert, also ich war Ministrantin in der katholischen Kirche, weil da einfach ein paar Leute aus meiner Klasse dann nach der Erstkommunion Ministranten geworden sind. Und habe dann irgendwann aufgehört und bin mit 18 auch aus der Kirche ausgetreten, weil ich Kirche mit Religion und Glauben gleichgesetzt habe, und habe dann also auch der Kirche den Rücken zugewandt. Und alles Spirituelle war Humbug für mich. Also spirituelle Menschen waren für mich irgendwelche Spinner. Ja? Also ich habe das komplett negiert und bin so durchs Leben gegangen. Und war nicht wahnsinnig glücklich und auch nicht erfüllt. Und das erste Mal, wie so ein Seelenimpuls zu mir gekommen ist, da habe ich das natürlich nicht als Seelenimpuls erkannt, noch jahrelang nicht, aber jetzt rückblickend kann ich sagen, das war so der erste bewusste Seelenimpuls. Ich war damals angestellt in einem ganz normalen 9-to-5-Job und war dann irgendwann mal im Krankenstand wegen einer Operation ein paar Wochen lang. Und bin da im Krankenstand eines Tages an einem schönen Sommertag spazieren gegangen. Es war unter der Woche Vormittag, und da traf mich dann dieser Seelenimpuls, ja wirklich aus dem Nichts heraus. Ich war da spazieren und plötzlich dachte ich mir, hey, so muss sich doch Leben anfühlen. Ich war so entspannt und es ging mir gut. Ich war nicht gestresst, nicht unter Druck. Ich war ausgeschlafen, und das war so für mich, hey, das ist doch eigentlich Leben. So habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Also das war so der erste Seelenimpuls, und das zeigt auch schön, wie sich Seelenimpulse anfühlen. Das ist nämlich eine Sehnsucht, würde ich vielleicht mal sagen, oder oft eine Sehnsucht, gepaart mit Antriebskraft dahinter. Also mich hat das nicht mehr losgelassen. Und was dann nämlich passiert ist, dass Helfer auf deinem Weg auftauchen. Und bei mir waren das digitale Nomaden. Ich bin einfach über den Begriff digitale Nomaden gestolpert und habe gesehen, hier, es gibt Menschen, die haben ihr eigenes Business gegründet, arbeiten ortsunabhängig übers Internet, verdienen übers Internet Geld, erbringen übers Internet Dienstleistungen. Das war für mich so, wow, hey, ja, stell dir vor, ich könnte reisen und es ist jetzt egal, wo ich bin, und ich kann trotzdem arbeiten und Geld verdienen. Das war so eine Freiheit, und das hat so diese Sehnsucht so genährt. Und ich habe dann auch ein halbes, dreiviertel Jahr später ungefähr meinen Job gekündigt und habe mich tatsächlich selbstständig gemacht. Und das mit der Selbstständigkeit lief dann auch gut. Ich hatte ein Trainingsbusiness und das war dann irgendwann nach ein paar Jahren ein Selbstläufer. Die Kunden sind einfach so zu mir gekommen. Ich habe gutes Geld verdient und die Arbeit hat mir auch Freude gemacht. Und gleichzeitig hat sich dann so 2021, 3 Jahre ungefähr nach der Gründung, so eine undefinierbare Sehnsucht diesmal eingestellt. Es war so ein Gefühl von, da muss irgendwie mehr sein. Ich hatte so das Gefühl, da ist irgendwas in mir, das raus will, aber ich konnte das überhaupt nicht greifen. Dann habe ich mal versucht, Dinge im Außen zu verändern. Ich habe Angebote verändert, habe neue Angebote gemacht, habe mein komplettes Branding umgestellt, neue Website. Überraschung, das hat in mir nichts verändert.
Und ja, ich habe da einfach so ein bisschen rumgewurstelt, eine ganze Weile lang, weil ich dachte, okay, irgendwas ist unrund. Ich bin einfach so unrund, da ist irgendwas. Ich muss irgendwas verändern. Und ich hatte mich dann im Sommer 2022 habe ich so ein Gruppen-Business-Coaching-Ding gemacht. Und da war auch mal ein Vortrag von einem Menschen, der über Krypto gesprochen hat, also über Bitcoin. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe Wohnung geputzt und habe mir die Aufzeichnung dieses Vortrags angehört. Und dann war so der Impuls, hey, ich schau mal, ob ich mit diesem Mann eine 1:1 Session buchen kann, weil Bitcoin, das interessiert mich, da würde ich irgendwie gerne wissen, wie investiere ich da. Und habe ihn dann gegoogelt, habe mir nicht durchgelesen, was auf seiner Webseite steht und habe gesehen, okay, super, da kann man sich eine Stunde einfach direkt buchen. Das habe ich getan und habe ihm reingeschrieben, worum es mir geht. Und wir sind dann in diesen Call gegangen und er hat zu mir gesagt, Martina, du hast das System gecrashed. Ich mache eigentlich keine Finanzberatung im 1:1. Aber du wirst aus einem bestimmten Grund hier sein und ich kenne mich aus, ich habe das Wissen, mache es auch gerne, also lass uns das machen. Und er hat mich dann noch ganz toll beraten. Und am Ende der Stunde habe ich dann gesagt, okay, aber jetzt erzähl mal, was machst du denn eigentlich? Und er hat dann gesagt, ja, er begleitet Menschen in ihrer Entwicklung beruflich wie privat und arbeitet auch mit Energie und Chakren und ist einfach so eine ganzheitliche Begleitung. Und mit Energie, Chakrenarbeit, das war für mich Wuhu, also Spinnerecke. Und trotzdem hat es mich da so hingezogen. Heute weiß ich, das war einfach seine Energie und das war einfach mein Weg. Damals konnte ich es mir nicht erklären. Ich wollte das so gerne machen, konnte aber nicht, weil ich hatte ein paar Tage davor eine Masterclass oder ein Mastermind oder so gebucht, die relativ teuer war. Und das hatte ich eben schon gebucht und beides ging sich halt finanziell einfach nicht aus. Also sein Mentoring-Programm über 3 Monate und das, was ich schon gebucht hatte. Und ich habe gesagt, okay, klingt total spannend, mich zieht es dahin. Vielleicht nächstes Jahr, also jetzt gerade, kann ich es mir einfach finanziell nicht leisten. Und am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen von dieser Mastermind, die ich gebucht hatte, dass die abgesagt wird und ich bekomme mein Geld zurück. Und das war für mich klar, okay, dann buche ich dieses 3-Monats-Mentoring bei Michael. Und habe das dann auch gemacht und wir haben dann im September 2022 begonnen. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ich habe mir gedacht, okay, mich zieht es da jetzt offensichtlich aus irgendeinem guten Grund hin. Ich folge dem jetzt einfach und hätte damals immer noch nicht das als Seelenimpuls benannt. Und wir haben dann miteinander gearbeitet und ja, er hat auch Chakrenarbeit gemacht und am Anfang war das für mich so, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und gleichzeitig habe ich aber Dinge in meinem Körper wahrgenommen und es war über Zoom, ja. Ich war in Irland und er weiß ich gar nicht, wo er damals war. Und ich habe da Dinge in meinem Körper gespürt und mein Verstand war so, okay, Martina, das bildest du ein. Und mein Körper war so, hey, aber ich spüre das ja. Also es war so eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Welten. Und es war aber natürlich auch ganz viel einfach klassisches Mentoring, einfach Gespräche führen und so weiter. Und ziemlich am Ende unserer Zusammenarbeit, das war im Dezember 2022, hatte ich dann in einer Session mit ihm mein spirituelles Erwachen. Ich habe mich an meine Seele erinnert und bei mir war das wirklich ein Knall. Ich glaube, das muss nicht immer so sein, aber bei mir war es so. Wir waren in einer Session und haben scheinbar gar nichts Besonderes gemacht, haben gerade über irgendein Thema gesprochen und plötzlich habe ich mich so seltsam gefühlt, dass ich gesagt habe, Michael, irgendwas ist gerade, ich glaube, ich muss mich mal am Boden legen. Und er war so ganz gechillt und gesagt, ja, kein Problem, leg dich am Boden, ich höre dich, nehme mich einfach mit, was passiert. Und es ist so viel, also einfach auf einem Schlag so viel Energie durch meinen Körper geflossen. Ich habe das vorher noch nie
bewusst erlebt, dass ich das gar nicht halten konnte. Ja. Es hat dann alles zu kribbeln begonnen und dann haben meine Hände zu krampfen begonnen. Vielleicht kennst du das von Breathwork. Da passiert das immer wieder mal durch das schnelle Atmen. Auch wenn man hyperventiliert, wenn man starke Schmerzen hat zum Beispiel und der Schmerz heraus hyperventiliert, dann kann diese Pfötchenstellung einfach kommen. Und dieses krampfartige Gefühl hat sich dann so über meine Arme raufgezogen und ist immer höher so zu meiner Kehle gekommen. Und ich habe dann gesagt, hey, ich kann das nicht mehr halten. Ich habe mir dann gedacht, oh Gott, was ist, wenn ich da jetzt ersticke und ich bin alleine zu Hause und Hilfe. Also ist dann auch total viel Angst dazu gekommen und er hat mich da ganz gechillt rausgeleitet. Und ich war dann einfach komplett geplättet, wirklich, ich war fertig mit der Welt, weil es wirklich so war, dass da ein Universum für mich aufgegangen ist. Und ich komme aber halt aus einer völlig anderen Welt. Und jetzt hatte ich dieses Erlebnis und das konnte ich nicht negieren. Und mein Kopf war so, hey, das bildest du ein. Und ich hatte aber dieses Erlebnis und ich wusste, das habe ich mir nicht eingebildet. Und es ging dann noch über Tage, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt am Boden legen und hatte Gott sei Dank auch den Raum, dem nachzugehen. Und immer wieder floss so viel Energie durch mich durch. Und ich habe mir dann zwischenzeitlich auch gedacht, okay, ich verliere jetzt wahrscheinlich einfach den Verstand. Ich werde verrückt. Und das war eine super spannende, interessante Zeit. Also da ist einfach so viel in mir passiert. Und kurz darauf bin ich dann irgendwann mal aufgewacht und der Begriff Expansion Beyond, also meine heutige Brand, war da. Und es war irgendwie klar, okay, dieses Erlebnis oder dieses Lebensgefühl, was ich dadurch erfahren habe, durch dieses spirituelle Erwachen, das muss raus in die Welt. Es müssen sich mehr Menschen so fühlen, mehr Menschen müssen ihre Augen öffnen und das sehen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Also ich war Trainerin, ja, ich war kein Coach oder so. Und es war aber ganz klar, okay, diesen Weg, den musst du gehen, das muss raus. Und dann kamen wieder aus dem Nichts Helfer für meinen Weg. Ich habe ein paar Wochen nach meinem spirituellen Erwachen zum einzigen Mal in meinem Leben auf Instagram eine Werbung ausgespielt bekommen von einem Buch How to Read the Akashic Records. Ich hatte keine Ahnung, was die Akasha-Chronik ist. Es hat mich aber irgendwie total hingezogen. Ich habe diese Werbung davor nie bewusst gesehen und danach auch nie wieder. Ich habe mir das Buch dann sofort gekauft, Amazon, das auf dem Kindle runtergeladen, das halbe Buch gelesen und dann mit Akasha-Readings begonnen. Also das hat sich dann noch so natürlich angefühlt. Und Akasha-Readings ist eine Art Channeling. Das heißt, damit habe ich mal begonnen. Dann war ich in einer Weiterbildung, wo ich dann eine Frau kennengelernt habe, die auch Akasha-Readings macht und die machte auch Tierkommunikation. Also intuitive Kommunikation mit Tieren, Seelengespräche mit Tieren. Das habe ich dann von ihr gelernt. Das heißt, ich bin immer mehr in diese spooky Welt der Magic eingetaucht. Es ist eigentlich keine Magic, sondern das Natürlichste der Welt. Aber für mich war das ja echt spooky und ich hatte zwischendurch immer wieder das Gefühl, okay, ich verliere vielleicht meinen Verstand. Und habe dann einfach aus diesem Drang heraus, dass ja dieses Lebensgefühl mehr Menschen sehen sollen und mehr Menschen erfahren sollen, eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil mir klar war, wenn ich Menschen begleite, dann möchte ich das nicht nur auf spiritueller Ebene machen, sondern da will ich wissen, was ich tue. Ja? Also da möchte ich fundiert mit den Menschen arbeiten können. Und habe dann meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Mittlerweile habe ich 3. Und in dieser Coaching-Ausbildung war natürlich auch ganz viel Selbsterfahrung und das war absolut die perfekte Coaching-Ausbildung für so diese Grundausbildung, wirklich mega. Und im Rahmen dieser Ausbildung ist dann für mich die Erinnerung an ein Kindheitstrauma hochgekommen.
Das ist natürlich erstmal nicht schön, aber war so, so wichtig für meinen Weg, weil mir dadurch dann so viele Muster auch klar wurden und ich damit einfach die Möglichkeit hatte, auf menschlicher Ebene damit zu arbeiten. Also auch das war ein ganz wichtiger Bestandteil. Und was dann auch aufkam, waren scheinbar sinnlose Impulse, denen ich aber nachgegangen bin. Das waren so Dinge wie beim Spazierengehen: hier, heb diesen Stein auf, du musst diesen Stein mit nach Hause nehmen. Und dann irgendwann: du musst diesen Stein jetzt an eine bestimmte Stelle im Wald bringen und dorthin legen. Oder du musst jetzt diesen Weg gehen und nicht jenen. Also jetzt wirklich beim Spazierengehen. Und auch da war wieder: hey, was ist das? Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber da ist so irgendwie diese Gewissheit da, dass ich dem folgen muss. Und so fühlen sich Seelenimpulse für mich an. Die ergeben oft keinen Sinn für mich, aber das ist so eine gewichtige Gewissheit, dass das Richtige ist zu tun. Das heißt, da können durchaus Gefühle da sein, wie Angst oder auch Widerstände, Sorgen, was auch immer. Aber unter diesen Gefühlen liegt so eine Gewissheit von: ja, das ist richtig. Und ich bin diesen kleinen Impulsen, diesen sinnlosen Impulsen nachgegangen. Und jetzt rückblickend glaube ich, das war einfach eine Art Training, um mit meiner Seele zu kommunizieren, um diese Seelenimpulse immer besser wahrzunehmen. Weil auch das ist natürlich Übungssache. Je öfter du die Impulse wahrnimmst und ihnen folgst, desto klarer werden sie auch, desto einfacher ist es für dich, den Seelenimpulsen zu folgen. Und 2024 hatte ich dann einen sehr großen Impuls. Da bin ich eines Morgens im Mai aufgewacht und wusste, ich muss nach Hawaii gehen. Und es war für mich auch so: what? Ich bin davor noch nie alleine so weit gereist und es war klar, ich muss einen Monat nach Hawaii gehen. Und ich habe dann, ich glaube, noch am selben Tag oder am nächsten Tag die Flüge gebucht und bin dann tatsächlich im Juni, also einen Monat später, für 5 Wochen nach Hawaii gegangen, alleine. Und das war ein Riesenschritt für mich. Das war so ein über mich hinauswachsen. Da waren so viele Ängste dabei. Also dieser Monat zwischen dem Impuls, du musst nach Hawaii gehen, und ich sitze im Flugzeug, war, glaube ich, der schlimmste Monat meines Lebens. Es war fürchterlich. Mir ist es so dreckig gegangen. Ich hatte solche Angst. Und gleichzeitig war so klar, dass ich das machen muss. Der Tag des Wegfliegens, ich bin gegen Mittag oder Nachmittag weggeflogen. Ich konnte nichts essen, mir war kotzübel, wirklich. Es war fürchterlich, bis ich im Flugzeug saß. Als ich im Flugzeug gesessen bin, war dann alles okay. Und es war für mich echt ein Riesending, da von Dublin nach LA zu fliegen. Dort habe ich dann eine Nacht übernachtet. Flughafen LA, wenn du schon mal dort warst, der ist riesig. Mich da alleine zurechtzufinden, um Hilfe zu bitten, nachzufragen. Dann von LA nach Hawaii, Mietwagen, Airbnb. Das heißt, da waren auf dieser ganzen Reise einfach so viele Dinge, wo ich einfach auf mich alleine gestellt schauen musste, wie komme ich damit klar. Und das Erste, was ich gelernt habe, war einfach, um Hilfe zu bitten. Und ich habe die Hilfe immer bekommen. Ja, ich konnte alles lösen, weil es war immer irgendwer da, der mir helfen konnte. Und was dort natürlich auch war, dass ich ganz viel Zeit in Stille mit mir verbracht habe. Ich war nur an einem Ort, nur in einem Airbnb und bin natürlich mit dem Mietauto rumgefahren und war aber halt hauptsächlich für mich alleine. Und das bin ich grundsätzlich ohnehin sehr gerne.
Aber das war natürlich nochmal anders, weil durch 12 Stunden Zeitverschiebung war auch der Großteil meiner Tageszeit, Nachtzeit bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kunden, Instagram und so weiter. Es war alles ruhig. Und auch das war so schön, einfach so wirklich intensiv mit mir zu sein und da ist auch energetisch ganz, ganz viel in mir passiert. Und jetzt sagen natürlich viele Menschen immer, naja, das ist ja super, wenn ich jetzt den Impuls bekommen würde, nach Hawaii zu gehen, ich könnte es nicht machen, ich könnte es mir nicht leisten. Und ich glaube wirklich, dass wir immer nur Impulse bekommen, Seelenimpulse bekommen, denen wir auch folgen können. Und ich hatte damals eben die Möglichkeit, nach Hawaii zu gehen. Wäre das unmöglich gewesen? Also das ist immer die Frage, gibt es überhaupt was unmöglich ist? Aber wie auch immer, wäre es für mich nicht möglich gewesen in dieser Situation jetzt, dann wäre dieser Impuls auch nicht da gewesen. Ja, also ich glaube wirklich, dass unsere Seelenimpulse uns immer irgendwo hinführen, wo wir auch hinkommen können. Und das bedeutet nicht, dass Seelenimpulse sich immer gut anfühlen. Ich habe jetzt eben schon gesagt, Hawaii das hat sich nicht gut angefühlt. Ja? Also wie ich dann dort war schon, aber so bis dahin war es echt nicht cool, weil ich so viel Angst hatte. Und es kann auch sein, dass Seelenimpulse sehr viel Widerstand auslösen. Das habe ich dieses Jahr erlebt, erst kürzlich. Ich hatte also die letzten Jahre so die Spiritualität für mich entdeckt und Universum und alles ist eins, Non-Dualität und so weiter, war so in dieser Bubble ein bisschen. Und dann kam wieder mit einem Schlag plötzlich Gottes Wort zu mir. Es war dann so der Impuls da, all das ist Gott und es war immer schon Gott. Und du bist hier, um Gottes Willen zu folgen und um Gottes Wort zu teilen. Und ich war wirklich so, nein, 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 nein. Gott ist Kirche und Kirche, mit der will ich nichts am Hut haben und ich will auch nicht über Gott sprechen. Fürchterlich. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Nein, nein, nein. Aber der Impuls war da und ich weiß, wie sich meine Seelenimpulse anfühlen. Also es war schon, während dieser Widerstand da war klar, ich muss dem nachgehen, aber es war so shit, ich will nicht. Und ja, bin dann aber, ich glaube, ich war dann 2 Tage oder so mit diesem Widerstand und dann bin ich einfach auch mit dem Wort Gottes rausgegangen und habe mich da einfach mal ausprobiert, habe Bibelzitate geteilt in meinem Divine Flow Podcast. Spreche ich jede Woche über ein intuitiv gewähltes Bibelzitat und wie wir das in unser modernes Leben bringen können, was das für unser Leben bedeutet. Also auch das war dann sehr schnell im Flow und kurz darauf kam dann der Impuls für den YouTube-Kanal. Der war eigentlich schon länger da und ich habe ihn immer wieder weggeschoben. Ja, also auch das ist natürlich möglich. Wir können unsere Seelenimpulse wegschieben, aber wenn sie wirklich dran sind, dann kommen sie einfach immer wieder. Und so war das auch mit dem YouTube-Kanal. Das Thema YouTube kam von unterschiedlichen Seiten immer wieder und dann war ich in einer Meditation, so eine Future Self-Meditation. Und da hatte ich dieses Bild von meinem Future Self und sie hatte einfach einen großen YouTube-Kanal. Und dann war klar, okay, YouTube-Kanal ist es. Und für mich war bis dahin YouTube jetzt ein bisschen ein Haifischbecken. Also ich war davor in meiner cozy Instagram-Bubble. Das hat sich immer für mich sicher angefühlt. Und wenn ich es jetzt so vergleiche, ist Instagram für mich so ein sicheres Aquarium. Und YouTube ist der Ozean. Und das hat mir Angst gemacht. Ja? Es war echt mit Angst behaftet, mich auf YouTube zu zeigen und YouTube-Videos zu veröffentlichen und hier einfach über meine Themen, über mein Leben, über meine Erfahrungen und über das, was ich mit meinen Klientinnen mache, zu sprechen. Und der Impuls war aber dann eben da und nochmal ganz klar in dieser Meditation. Also bin ich dem nachgegangen, habe am nächsten Tag den Kanal eröffnet und veröffentliche seither 6 Videos pro Woche. Und auch das schon beim ersten Video habe ich gemerkt, hey, das fühlt sich so viel besser an als Instagram Reels, weil ich da einfach
viel mehr ich sein kann, weil es egal ist, ob das Video 5 Minuten dauert oder eine halbe Stunde. Und auf Instagram ist es ja so, okay, ein Reel maximal 1 Minute und das entspricht gar nicht meinem Wesen. Diese Hektik von Instagram entspricht überhaupt nicht meinem Wesen. Und es war so ein Aufatmen schon beim ersten YouTube-Video, dass ich mich da einfach vor die Kamera stellen kann und ja, einfach ich sein kann. Und das ist eben das Schöne, wenn wir unseren Seelenimpulsen folgen, auch wenn wir Angst davor haben, aber wir werden sehen, dass das, wo wir hingeführt werden, uns so viel mehr entspricht als das, wo wir gerade noch sind. Und dadurch kommt dann eben auch dieses erfüllte Leben zustande, weil wir immer mehr wirklich in Alignment mit unserer Essenz, in Alignment mit unserem Seelenweg leben. Und da kehrt auch einfach so eine Ruhe ein und vor allem auf dem Weg dorthin lernst du alles, was du brauchst, um all die Konditionierungen loszulassen, um deinen Blick zu öffnen für die so viel größere Welt, als wir das einfach lernen. Wir werden in unserer Gesellschaft ja klein gemacht, klein gehalten, lernen uns an Regeln zu halten, um das System zu nähern, dem System zu folgen. Unsere Gesellschaft ist ja nicht für Freiheit gemacht, nicht für Erfüllung gemacht. Und wenn wir unseren Blick dafür weiten können, dann kommen da erstmal viele Lernaufgaben, da müssen wir vieles loslassen, aber das führt dann einfach zu diesem inneren Frieden, zu dieser Erfüllung. Und mich hat jetzt unlängst jemand gefragt, hey Martina, wie kannst du mit den Dingen, die du in deiner Vergangenheit erlebt hast, leben? Wie kannst du damit glücklich sein? Es ist ja alles ganz fürchterlich. Also das Kindheitstrauma, häusliche Gewalt, Drogen, ganz viel, was da einfach in meinem Leben präsent war. Viele Erfahrungen, die sehr, sehr unangenehm waren. Was ich auf diesem Seelenweg aber gelernt habe, war Detachment. Das Loslassen von der Idee, dass ich Menschen oder Dinge im Außen brauche, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein. Alles im Außen, auch andere Menschen, sind ein schönes Add-on zu meinem Leben. Aber nichts, was ich brauche, um mich komplett zu fühlen. Nichts, was ich brauche, um mich sicher zu fühlen. Nichts, was ich brauche, um mich glücklich zu fühlen. Ich weiß, egal wo mich mein Leben hinführt, egal wo mich dieser Weg hinführt, ich bin immer mit mir. Und egal wo ich mit mir hingehe, mit mir bin ich immer fein. Mit mir bin ich immer sicher. Also dieses Detachment, dieses Loslassen von der Idee, dass ich andere Dinge oder andere Personen brauche, um mich komplett zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und auch diese Annahme einfach von allem, was ist. Die Annahme dessen, was ich erlebt habe. Und Annahme bedeutet nicht, dass ich etwas gutheiße. Annahme ist einfach ein Ja zu den Erlebnissen in meinem Leben. Annahme ist ein Ja zu meiner Vergangenheit, die mich ja hierher geführt hat, wo ich jetzt bin. Und jedes Erlebnis, jede Erfahrung, die wir machen, ist ja im Grunde neutral. Es ist einfach nur eine Erfahrung. Und wir entscheiden, was wir daraus machen. Ich kann mich entscheiden, im Drama zu bleiben und sagen, oh mein Gott, was mir alles passiert ist in meinem Leben und ganz fürchterlich. Und viele Menschen machen das. Und es gibt aber auch ganz viele Menschen, die haben Schlimmes erlebt, die hatten eine fürchterliche Kindheit und sind im Erwachsenenalter erfüllt, glücklich, erfolgreich. Du kannst aus den Erlebnissen deines Lebens alles machen, was du willst. Du kannst sie für dich oder gegen dich nutzen.
Du kannst auch eine schöne Kindheit gegen dich nutzen und sagen, oh mein Gott, es ist ja klar, dass ich heute nichts auf die Reihe bringe, weil meine Eltern haben immer alles für mich geregelt und haben immer alles für mich gemacht, haben mich total verwöhnt und jetzt bin ich völlig lebensunfähig. Also auch das gibt's. Es ist egal, welche Vergangenheit du hattest. Wenn du willst, kannst du sie gegen dich verwenden. Und genauso gut kannst du sie aber auch für dich verwenden. Dieses Kindheitstrauma war natürlich nicht schön, nein, aber es hat mir einfach so viel Bewusstsein für so viele Dinge gebracht. Unter anderem auch dafür, dass niemand nur gut oder nur schlecht ist. Wir alle vereinen Gutes und Schlechtes in uns. Also auch hier wieder dieses Loslassen von, wie haben Menschen zu sein? Das Annehmen der Menschen, wie sie sind, mit dem Bösen und mit dem Guten. Womit ich mich auseinandersetzen möchte oder was ich in meinem Leben haben möchte, das ist ja dann meine Entscheidung. Ich kann natürlich sagen, hey, das ist jetzt ein Mensch, den möchte ich nicht in meinem Leben haben. Das ist einfach eine Energie, die dient mir nicht. Dann kann ich mich dazu entscheiden, diesen Menschen nicht in meinem Leben zu haben. Oder wenn es Familie ist, mich vielleicht dazu entscheiden, zu sagen, okay, einmal im Jahr zu einem Familientreffen oder einmal im Monat telefonieren ist okay, aber ich muss diesen Menschen jetzt nicht jeden Tag um mich haben. Also auch da können wir ja Wege finden, wie wir fein damit sind und andere Menschen einfach so sein lassen können, wie sie sind. Und all das sind Dinge, die du lernst, wenn du deinem Seelenweg folgst. Du wirst die Helfer bekommen, die Hilfestellungen bekommen, du wirst die Situationen bekommen, durch die du all das lernen kannst, durch die du all das erfahren kannst. Und das ist nicht immer angenehm. Da gehört dazu, Schmerz zu fühlen, da gehört dazu, Angst zu fühlen. Aber genau diese Prozesse geben dir den inneren Frieden, einfach deinen Weg zu gehen, unabhängig von anderen Personen oder von äußeren Umständen. Und dieser Frieden, dieser innere Frieden ist unbezahlbar. Und den kannst du dir kreieren. Ich wünsche dir alles Liebe für deinen Weg.